Unter Aufklärung verstehe ich eigentlich zweierlei, nämlich zum einen eine historische Bewegung ungefähr des 18. Jahrhunderts, die darauf gerichtet war, alle Traditionsbestände einer sehr grundsätzlichen Kritik zu unterziehen und die aber in sich dann auch sehr vielgestaltig, auch widersprüchlich zum Teil war. Also man hat sich darüber gestritten, was denn genau die wahre Aufklärung sei. Das ist also das historische Phänomen. Man kann aber unter Aufklärung natürlich auch einen sozusagen überzeitlichen Prozess verstehen, dem man auch heute noch sozusagen, in dem man sich auch heute noch befindet und sozusagen ein normatives Programm, dem man heute noch folgt, eben sich von Vorurteilen, von ungeprüften Traditionsbeständen, von ungeprüften Autoritäten freizumachen und alles grundsätzlich dem Maßstab einer kritischen Vernunft zu unterwerfen. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns in dieser Tradition, sozusagen ein Marktplatz der Ideen zu sein. Man muss vielleicht erklären, was das Wissenschaftskolleg zu Berlin ist. Das ist eine Institution nach dem Muster des berühmten Princeton Institute for Advanced Study, wo jedes Jahr rund 40 oder mehr Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, aber auch Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt sich versammeln und ein Jahr lang ganz frei darin sind, ein Projekt ihrer Wahl zu verfolgen, völlig frei von allen anderen möglichen Zwängen und Verpflichtungen. Die einzige Verpflichtung, die sie haben, ist eben da, sich aufzuhalten, gemeinsam zu Mittag zu essen und einmal ihr Projekt den anderen vorzustellen und natürlich bei den anderen auch umgekehrt zuzuhören. Und die Idee ist einerseits eben großmögliche Freiheit, wissenschaftliche oder künstlerische Freiheit zu haben, Freiheit von allen möglichen Verpflichtungen, Freiheit zu tun, zu verfolgen, was man möchte und andererseits das zu tun in einer möglichst stimulierenden, vielfältigen und ungewöhnlichen Umgebung, weil man sonst selten auf der Welt einen Ort hat, in dem man so viele unterschiedliche Menschen aus so vielen verschiedenen Weltregionen, aber auch aus so vielen verschiedenen Wissensdisziplinen zusammenzutreffen. Universitäten und Akademien haben ja sehr andere Aufgaben. Also die Universitäten sind natürlich Orte der Forschung, aber auch Orte der Lehre. Das sind wir nicht. Ja, es gibt nur Postdoktoranden, also ab Promotion aufwärts, also Forscher, etablierte Forscherinnen und Forscher. Wir sind kein Ort der Lehre. Wir sind, wie gesagt, auch ein Ort, an dem es fächerübergreifend, wissenschaftskulturübergreifende Gespräche gibt. Das ist an den Universitäten in der Regel kaum möglich. Die Universitäten, zumindest im deutschen System, aber wahrscheinlich nicht nur in Deutschland, sind sehr überfrachtet mit allen möglichen anderen Aufgaben, sodass wir eben demgegenüber einen Freiraum eröffnen wollen. Akademien haben nochmal eine andere Funktion. Ganz wesentlich für Akademien ist ja das Verfolgen von Langzeitprojekten, etwa Editionsprojekten, die einen sehr, sehr langen Atem brauchen. Und das ist im Wissenschaftskolleg auch nicht der Fall. Da haben wir eben immer den Jahresrhythmus. Eine Fellow-Kohorte ist 10 Monate zusammen und danach geht sie wieder auseinander und dann kommt die neue Kohorte. Also das sind sehr, sehr andere Institutionen und insofern hat das Wissenschaftskolleg auch eine ganz andere Funktion und füllt eine Lücke aus, die von Universitäten und Akademien gelassen wird. Ich würde sagen, Forschung ist grundsätzlich international, weil Forschung eigentlich nationale Grenzen
ignorieren muss. Also vom Anspruch her ist Forschung immer international. Praktisch ist es natürlich nicht immer. Da sind Sprachbarrieren, die das erschweren. Es gibt auch immer noch teilweise nationale Traditionen in manchen Disziplinen, die überwunden werden müssen. Aber je mehr das Englische als Wissenschaftssprache den Siegeszug antritt, desto leichter ist es natürlich, zumindest die Sprachgrenzen zu überwinden. Es gibt aber immer noch nach wie vor auch national verengte Wissenschaftsräume, und das ist etwas, das unbedingt überwunden werden muss. Es gilt vor allem, würde ich sagen, in den Geisteswissenschaften, beispielsweise Geschichtswissenschaft. Da gibt es durchaus auch wieder eine stärkere Tendenz, nationale Großerzählungen zu verordnen, sogar in manchen Ländern. Und das ist natürlich etwas, das dem Prinzip von Wissenschaftlichkeit fundamental widerspricht. Öffentlich und Öffentlichkeit ist ja ein Begriff mit Doppelbedeutung. Öffentlich kann zum einen heißen allgemein zugänglich, jedermann zugänglich. Das muss natürlich Wissenschaft sein. Es kann aber auch heißen staatlich, also staatlich gefördert in diesem Falle. In Deutschland ist das bei den Wissenschaftseinrichtungen weitgehend der Fall. In den USA ist es das private Sponsoring viel bedeutender. Ich bin der Meinung, dass es eine öffentliche Aufgabe ist, so wie es in Deutschland auch gepflegt wird, einen Freiraum für Wissenschaft und auch für Kunst zu schaffen, den aber auch zu finanzieren und sich dann als Staat in diesen Freiraum nicht mehr einzumischen. Das mag für manchen als eine Zumutung erscheinen, ich halte es aber für wesentlich, und in Deutschland ist es ja auch im Grundgesetz verankert, nämlich Freiheit von Wissenschaft, Forschung und Kunst. Und ich denke, dass das den großen Vorteil hat, dass Wissenschaft dadurch autonom ist. Das heißt, die Wissenschaftler selber entscheiden, worüber sie forschen. Und bei dem sehr stark privat geförderten Wissenschaftssystem in den USA, wogegen natürlich grundsätzlich zunächst mal nichts zu sagen ist. Es ist schön, wenn private Sponsoren ihr Geld für Wissenschaft ausgeben, aber es bedeutet natürlich, dass sie ganz andere Einflussmöglichkeiten haben und diese Vorgaben, die sie möglicherweise machen, nicht durch demokratische Verfahren legitimiert sind und dann eben unter Umständen nicht das sind, was Wissenschaftler selbst tun würden, wenn sie in diesem vom Staat garantierten Freiraum arbeiten würden. Grundsätzlich finde ich, dass Streit gerade in der Wissenschaft absolut erforderlich ist. Also Meinungsstreit, natürlich kein gewalttätiger Streit. Streit in einem disziplinierten Sinne, in einem zivilisierten Sinne natürlich. Das heißt, Streit, der unter der Voraussetzung gegenseitigen Respekts der Streitparteien ausgeführt wird und der sich auch an bestimmte Grundregeln des Streitens hält. Also Hassreden verstehe ich nicht unter Streitkultur. Von einem solchen respektvollen Streit ist Wissenschaft abhängig. Und das hat man im Zeitalter der Aufklärung auch ganz klar erkannt. Und Lessing ist nicht zuletzt einer gewesen, der das formuliert hat. Im 18. Jahrhundert musste man solche Räume für produktiven Streit schaffen und aus der umgebenden Gesellschaft ausgrenzen, also zum Beispiel in Freimaurerlogen. Und das war überhaupt nicht selbstverständlich, dass man diesen Freiraum für Streiten hatte.
dass man auch entlastet war von den Zwängen der ständischen Gesellschaft, etwa den zeremoniellen Zwängen des Umgangs zwischen Adel und Bürgertum und so weiter, davon entlastet war. Und daran sieht man, dass es eben nicht selbstverständlich ist, sondern bestimmte Regeln und Verfahren und Grenzziehungen bedarf, um einen Freiraum, sozusagen einen Safe Space für Streit zu haben. Und ich würde das Safe Space nennen, gerade nicht in dem Sinne, wie es heute gerne verwendet wird, dass man nämlich sozusagen geschont wird vor unliebsamen Meinungen oder unliebsamen Sachverhalten. Das verstehe ich nicht unter Safe Space, ganz im Gegenteil, sondern unter Safe Space verstehe ich einen Raum, in dem eben fast alles sagbar sein muss, wie gesagt, unter der Voraussetzung des gegenseitigen Respekts und in dem eben auch ein zivilisiertes Streiten ermöglicht wird. Und das versteht sich, wie gesagt, man kann es nicht oft genug betonen, nicht von selbst, sondern es ist eine große Errungenschaft. Sie sprechen es schon an mit der Passivität der Zuschauer. Talkshows werden eben inszeniert, sie finden auf einer Bühne statt und es sind eben nicht alle gleichermaßen aktiv daran beteiligt, sondern das Medienpublikum ist passiver Zuschauer und das unterscheidet natürlich das Format der Talkshow, mindestens das unterscheidet dieses Format von dem, was man in der aufgeklärten Geselligkeit des 18. Jahrhunderts gepflegt hat. Es ist sowieso natürlich diese medial vermittelte Form des Gesprächs etwas ganz anderes als ein Gespräch, das einfach unter Anwesenden, und zwar nur unter Anwesenden, stattfindet. Ich habe überhaupt nichts gegen Talkshows, ich finde das hochinteressant, aber man darf es, glaube ich, man darf nicht vergessen und übersehen, dass es hochgradig inszenierte Formen sind. Die Auswahl der Teilnehmer unterliegt bestimmten Strategien, einem bestimmten Kalkül und so weiter. Und das Kalkül ist ein anderes, als dass es einfach nur der Horizonterweiterung dient, sondern es geht auch darum, ganz bestimmte Publikumserwartungen zu bedienen, auch ganz bestimmte Reizpositionen, möglicherweise auch nicht repräsentative Minderheitsmeinungen einen großen Raum zu lassen, um eine gewisse Skandalisierung von Themen zu erzeugen und so weiter. Also ich glaube, diesen Inszenierungscharakter der Talkshows darf man nicht übersehen und das ist eben etwas anderes als ein Gespräch unter Interessierten, wie es zum Beispiel im Wissenschaftskolleg der Fall ist, idealerweise. Aber die Talkshow ist natürlich als Format zunächst mal vollkommen, also ich hätte überhaupt nichts gegen das Talkshow-Format. Es gibt andere mediale Formate heutzutage, die sehr viel problematischer sind als Fernsehtalkshows. Zum Beispiel die sogenannten sozialen Medien. Das ist ja bekannt, das Problem liegt ja auf der Hand, die ganz bestimmte extreme Meinungen durch ihre Auswahlalgorithmen nach vorne stellen und damit solche extremen Meinungsblasen strukturell begünstigen und verstärken. Und das hat schlimme Folgen, was wir ja derzeit auch erleben können.